Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin That Cool Black Girl und ich freue mich wirklich erstmal wieder hier zu sein und dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du das erste Mal auf dem Kanal vorbeischaust, herzlich willkommen, mega, dass du da bist und ich hoffe wirklich, dass du eine Weile bleibst. Wie immer, für die, die schon hier waren, holt euch was zu trinken. Ich habe meins. Erfrischend. Und es geht los. Heute reden wir über Frugalismus auf der einen Seite und Essentialismus auf der anderen Seite. Das sind zwei Konzepte oder Philosophien, die mir wirklich enorm geholfen haben, mit zwei von meinen kostbarsten Ressourcen effizienter umzugehen. Die zwei Ressourcen sind Geld und Zeit. Seitdem ich denken kann, sind das zwei von den Sachen, über die jeder sich beschwert. Also auch als Kind hatte ich das schon gemerkt. Man hat entweder zu wenig Zeit oder zu wenig Geld oder zu wenig von beiden, also keine Zeit und kaum Geld. Und ich bin tatsächlich bis jetzt noch keinem begegnet, der beides einfach zur Verfügung hat. Und deswegen sind die halt so kostbar. Und das bringt mich zu Punkt 1. Es ist einfach so. Es ist einfach so, Freunde. Es ist einfach so und es ist nicht schlimm. Die Tatsache, dass wir meistens entweder zeitlich oder finanziell irgendwie eingebunden sind, ist schlichtweg eine Realität und wir sollten die einfach akzeptieren, weil nachdem man das akzeptiert hat als Fakt, das einfach dasteht, kann man auch sich darauf konzentrieren, auf das, was man eigentlich wirklich ändern kann, nämlich den eigenen Umgang mit Geld und mit Zeit. Dazu habe ich ein Paradenbeispiel. Ihr kennt das doch bestimmt. Entweder ihr seid davon betroffen oder viele Menschen um euch herum, Familie, Freunde etc. Arbeitet man Vollzeit, hat man im besten Falle finanziell die Möglichkeit, seinen Lebensstil oder einen zufriedenstellenden Lebensstil zu führen. Aber man hat meistens sehr wenig Zeit, um das zu genießen, was man sich da sozusagen aufbaut. Dann wartet man, bis man in Rente ist meistens, um das wirklich zu genießen. Oder man entscheidet sich aus diversen Gründen jetzt, darauf möchte ich gar nicht eingehen, in Teilzeit zu arbeiten. Und dann hat man oft halt Zeit zur Verfügung, aber es ist oft auch damit verbunden, dass man nicht unbedingt ausreichende finanzielle Mittel hat, um diese Zeit, die man dann hat, vielleicht genauso zu gestalten, wie man es möchte. Also wie gesagt, das trifft bestimmt nicht auf jeden zu. Es gibt bestimmt tolle Teilzeitjobs, die einem erlauben, genug Geld zu verdienen, was natürlich auch eine sehr relative Sache ist. Also was für mich genug Geld ist, ist für die nächste Person vielleicht zu wenig oder zu viel und man würde mit weniger auskommen. So wie gesagt, denkt auch, dass alle diese Begriffe wie zu viel, zu wenig oder genug sehr persönlich und sehr subjektiv sind. Und anhand dieser Beispiele, entweder also Vollzeit arbeiten, hoffentlich viel Geld oder genug Geld für einen verdienen, keine Zeit haben, oder Teilzeit arbeiten, viel Geld für Familie, Freunde, für Hobbys, sonstiges haben, aber möglicherweise zu wenig Geld, nicht genug Geld, je nachdem, wie die Situation aussieht. Bringt uns direkt zu Punkt 2, nämlich die Qual der Wahl. Genau, also die Qual der Wahl. Und ich meine das wirklich wortwörtlich. Ich glaube,
beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch nie in der Geschichte von Menschen, in der westlichen Welt zumindest, das ist jetzt nicht überall übertragbar, so viel Wahlmöglichkeiten haben, zumindest in der Theorie, wie wir in den nächsten Minuten feststellen werden. Egal, ob es um Dating geht, um Arbeit geht, um wie man sich anziehen möchte, egal ob es um wie man seine Freizeit gestalten möchte, Studiengänge, Ausbildungen, egal in welchem Bereich, hat man, wie vorher gesagt, in der Theorie so viele Möglichkeiten. Es wird, zumindest ist das mein Empfinden, hier in Deutschland immer so dargestellt, als ob man wirklich alles machen kann, alles tun kann und ganz ehrlich, es ist eine Qual. Ihr wart bestimmt letztens im Supermarkt und viele von euch kennen das bestimmt. Ihr steht dann vor dem Marmeladenregal zum Beispiel, guckt nach links, guckt nach rechts, guckt oben und unten und könnt euch einfach nicht entscheiden, weil gefühlt jede Woche, jede andere neue Woche kommen noch entweder neue Sorten oder gar neue Marken in diese Regale. Die sind endlos für mich. Also ich mag den Marmeladenregal im Supermarkt gar nicht. Da gehe ich nur, wenn ich weiß, dass ich tatsächlich Erdbeermarmelade oder Aprikosenmarmelade holen möchte. Und selbst da ist das schwierig, weil mit Zucker, ohne Zucker, mit wenig Zucker, mit Süßungsmittel, das kein Zucker ist. Also es ist wirklich einfach zu viel. Und oft gehe ich aus dem Marmeladenregal mit leeren Händen aus, weil ich mich nicht rechtzeitig, also für mich rechtzeitig natürlich, entscheiden konnte. Und so fühlen sich sehr viele Lebensbereiche an, finde ich. Und ihr kennt das auch bestimmt. Ich kann mich übrigens an dieser Stelle, ihr könnt gerne an dieser Stelle das Video kurz pausieren. Falls ihr bis jetzt mögt, was ihr hört, könnt ihr auch gerne mir schon einen Daumen hoch lassen. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was eure Lieblingsmarmeladensorte ist, beziehungsweise ob ihr das auch kennt oder welche Regale im Supermarkt einfach problematisch sind, weil es einfach zu viel Auswahl gibt. Und jetzt kommen wir auch zu dem Part, der mir zumindest ein bisschen Freiheit gegeben hat, als ich das gecheckt habe, sozusagen. Nämlich, diese ganze Wahlmöglichkeit, diese endlose Wahlmöglichkeiten sind zwar eine Realität, wie wir das im Supermarkt sehen, allerdings für uns nur Theorie, weil unsere moderne Gesellschaft bietet uns diese Zehntausende Möglichkeiten, aber unsere uralte Gehirne kommen mit sowas einfach nicht klar. Also was wir haben, ist quasi das Software von iPhone 11 Pro, was wir versuchen, auf ein iPhone der ersten Generation herunterzuladen. Es geht nicht. Was nun? Was ist die Lösung? Jetzt kommen wir schon zu Punkt 3, nämlich Trade-offs oder Austauschbeziehungen. Bei Trade-offs oder Austauschbeziehungen geht es darum, dass, wenn man vor einer Wahl steht, man sich für das eine entscheidet, wissend, dass wenn das eine gut ist, das andere schlechter wird und andersrum. Dazu ein Beispiel. Sagen wir so, es ist Freitagabend, Feierabend, Partner ist schon zu Hause, aber es ist auch Freitagabend, man könnte auch mit seinen Freunden was unternehmen. Unternimmt man etwas mit den Freunden, kommt der Partner vielleicht oder die Partnerin zu kurz. Und dann will man was mit der Partner oder die Partnerin, kommen die Freunde vielleicht zu kurz. Das ist zum Beispiel ein Trade-off. Also da muss man sich bewusst für das eine oder andere entscheiden, wohl wissen, dass die eine oder andere Partei halt ein bisschen unzufrieden ist oder dass man vielleicht nicht ganz damit zufrieden ist am Ende. Aber es ist halt so. Da wieder, wie bei
es ist halt so, also Punkt 1, es ist nicht schlimm, es ist, wie es ist. Und es ist auch okay so. Oder es ist auch nicht okay so, wie man es betrachten möchte. Tatsache ist nur, dass man am besten schnell lernt, wie man mit sowas umgeht. Da hilft auch nur eins, wirklich knallharte Entscheidungen treffen, basierend auf das, was man braucht und nicht das, was man manchmal möchte. Dafür muss natürlich einem klar sein, was einem wichtig ist, weil daraus lässt sich auch schließen, was man braucht. Dazu gebe ich euch ein Beispiel. Studenten, Schüler kennen das bestimmt. Man hat bevorstehende Klausuren, Klassenarbeiten, aber man könnte auch eine Serie gucken, man könnte auch sich mit Freunden treffen oder ein Haufen andere Sachen tun. Wenn man sich entscheidet zu lernen, verpasst man, also gefühlt, natürlich ist das nur ein Empfinden, hat man das Gefühl, etwas zu verpassen, keine Zeit mit Freunden zu verbringen etc., weil es ist ja sehr zeitaufwendig. Entscheidet man sich allerdings, mit den Freunden was zu unternehmen oder einfach seine Freizeit zu genießen, kommt es vielleicht zum Problem, dass man in der Klassenarbeit oder Klausur halt scheitert, was auch andere Konsequenzen haben kann für das Schuljahr, fürs Studium etc. So, das ist auch so ein perfektes Beispiel von wo man auf jeden Fall einen Trade-off machen muss, basierend auf das, was man braucht und nicht das, was man möchte. Die Wahl ist auch nicht leicht zu treffen und oft ist das Richtige zu entscheiden etwas, das einen bittersüßen Geschmack im Mund lässt, sozusagen, weil man weiß im Tieferen, ich habe das Richtige getan, aber es fühlt sich absolut nicht gut an. Allerdings muss man sagen, wie die alten Griechen, also da beziehe ich mich nachdem auf die Hedonisten, es schon erkannt haben, also genau die mit dem Carpe Diem, das absolut falsch benutzt wird in der modernen westlichen Welt. Es rechnet sich meistens mehr, heute etwas zu machen, das sich nicht so gut anfühlt, das ein bisschen qualvoll ist, damit es einem morgen besser geht. Nochmal an diesem Punkt, das ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv. Was für den einen gut ist, ist für den anderen nicht unbedingt gut. Das bezieht sich natürlich nicht auf klare Sachen wie zum Beispiel Sport. Wir können uns wahrscheinlich alle darauf einigen, dass Sport im Allgemeinen für alle Menschen eine sehr wichtige Komponente ist. Allerdings muss man auch sagen, während Joggen für eine Person wirklich gut ist, ist Joggen für die nächste Person vielleicht nicht so gut. Das ist zum Beispiel eine kleine Differenzierung, die man machen könnte. Oder wenn es um persönliche Ziele geht. Während die eine Person sagt, ich möchte unbedingt Karriere machen und ich möchte sehr viel Geld verdienen, sagt die nächste Person vielleicht, ja, nee, ich möchte lieber sehr viel Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind, verbringen und Geld ist mir auf der anderen Seite nicht so wichtig. Und je nachdem, zum Beispiel, wo man steht, muss man halt dieses Trade-off machen. So, jetzt sind wir auch fast am Ende des Videos angekommen. So, Fazit. Nein, man kann nicht alles haben, aber es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Und mit einem gutes Filtersystem kann man sogar nur das haben, was man wirklich möchte. Klingt doch gut, oder? Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es bringt euch weiter. Wie immer, bitte like das Video, gebt mir einen Daumen hoch, schickt es gerne an Freunde, Familie, Kollegen weiter, postet es auf sozialen Netzwerke. Ich würde mich riesig freuen. Lasst mir auch gerne in den Kommentaren wissen. Also ich freue mich bei jedem einzelnen Kommentar und gebt mir auch die Mühe zu antworten. Es sind ja nicht so viele aktuell, also geht das schnell. Aber erzählt mir gerne, wie es euch damit geht. Wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr besondere Tricks und Tipps? Habt ihr ein gutes Filtersystem, um zu entscheiden, was euch wichtig ist und was weniger wichtig ist, was ihr braucht oder was ihr weniger braucht? Ich werde noch ein paar Videos zu diese zwei Konzepte, also wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ich werde ein paar weitere Videos zu den Themen Frugalismus und Essentialismus machen, weil diese
halt so vielfältig anwendbar sind in so viele Bereiche des Lebens und ich selber noch dabei bin, damit zu experimentieren. Genau. Danke fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!